Okay, laufen kann ich jetzt nicht mehr. Hella, wir retten dich. Wir schaffen das. Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei einem weiteren Angezockt. Ich bin der Mindway von den Junky Monkeys und wir spielen heute Horace. Das gibt's gerade gratis. Und wir wollen uns das jetzt mal ganz genau angucken. Das hat ja schon übelst geile Spielebewertungen gehabt. Ich dachte, wir gucken einfach mal rein, ne? Drücken wir mal A. Neues Spiel starten, weiter Einstellungen. Wir gucken erstmal, oder? Ah, Leben am Limit. Einfach neues Spiel starten. Geht nicht, kaputt. Fängt ja gut an. Okay, mit Leertaste. Jetzt weiß ich Bescheid. Kein Speicherstand. Okay, wir haben keinen Speicherstand. Wir starten einfach mal. Mal gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Wir gehen da jetzt nackig und unzensiert rein. Okay. Horace. Es sieht ja schon geil gemacht aus. Was passiert jetzt? Okay. Aha, anscheinend wird meine Persönlichkeit jetzt gerade zusammengeschraubt in Form eines Ironmans. In Gold. Ich bin das erste Modell. Und? Ja, ich lebe. Das sieht schon geil gemacht aus. Oh. Ziemlich unfähiges Personal an der Stelle, muss man mal sagen. Die Musik ist geil. So geil gemacht. Weil hat's richtig retro oldschool hat's, was mir gefällt das. Jetzt mach doch schon die Tür auf, Mann. Okay. Pfeiltasten. Mit den Pfeiltasten laufen wir. Wow. Hammer. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Stock im Arsch. Runter. Hoch. Wie sieht das denn aus? Voll süß, geil. Geil. Okay, ja, ich komme schon. Oh, ja, der Big Daddy winkt. Da gehen wir mal hin. And so, I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Okay. Oh, mit X rennen? Ey, guck mal da. Das ist ja eine richtig geil aufgemacht. Sieht geil aus, das Spiel. Richtig geil. Wuhu! Ich bin da. Next,
The old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them, but I must admit, I was scared. It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. Okay, mit A. Hopp. Oh, es quietscht aber. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr auch Bock habt auf das Spiel, das ist diese Woche im Epic Store gratis. Ne? Ich kann euch das echt empfehlen. Das sieht schon echt geil aus. Das macht richtig Fun. Alleine schon so, wie es aufgemacht ist, gefällt mir. Das ist so ein kleines Mini-Jump-and-Run. Ne? The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Okay. Heather said, the floor's made of lava. But Der when I Boden ist Lava, smiled at her, jawohl. she just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. Okay, der Boden ist Lava. Also muss ich jetzt X laufen und hopp. Oh, ich bin tot. Ich bin in die Lava gefallen. War vielleicht ein bisschen voreilig. Gehen die Sache jetzt mal ein bisschen ruhiger an. Oh, zu weit. Jetzt aber. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja bekanntlich. Oder auch 4. Okay. Jetzt. So, jetzt mit Anlauf aber. Oh. Jetzt ein Stück zurück mit Anlauf. Ei, da war es ja noch weiter. Das ist ja echt fies jetzt, Leute. Okay. Jetzt. Mit Anlauf. Springen! Stopp. Und nochmal. Mit Anlauf. Springen! Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Da bin ich. When I reached the other side, the old man just smiled and said, that'll do, for now. Okay, Kapitel 1. Erste Schritte. Haben wir absolviert. Das ist mal eine richtig geile Spieleinführung gewesen, muss ich dazu sagen. Kommt jetzt? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, da ist der Typ mit der Zigarette, der die Tür nicht aufmachen wollte. Das scheint so eine Art Butler zu sein. Und da ist die Oma. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me a yellow bastard, but the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about a pool in a shoebox. Okay. The next morning, the old man gathered everyone together
to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton, shove a stick up his ass and he can do Deck's job. Now, said the old man, we have company, pointing to some important-looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Okay. Dann sollen wir jetzt lostigern. Dann machen wir das mal. Aber springen, ne? Ja. Jetzt. Und weiter. Das war knapp. Hier bin ich. Everybody clapped, except the important-looking men. Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher. But I'm sure you'll be fine. Okay, jetzt bin ich auch mal gespannt. Gucken wir mal. Wuhu! Okay, dann warten. Jetzt. Hier hoch oder was? Ja, muss ich. Hopp. Ups. So geil wie der quietscht beim Gehen. Okay, jetzt darüber springen. Das wird hart. Springen ist nicht meine Stärke, habt ihr schon festgestellt? Ah! Oh mein Gott! Und? Gib alles! Robocop. Ups. Na Gott sei Dank, Blech. Ups. Jetzt los, Mann! Ah! Gibt's ja wohl nicht. Hopp. Hopp. Ah! War so weit. Es ist ein bisschen kompliziert mit den Pfeiltasten das zu spielen, wenn man das nicht gewöhnt ist. Ist das echt schwer. Oh Scheiße. Das war nicht aufgepasst. Das war meine Schuld. Entschuldigung. Und jetzt. Alter, jetzt. So, hier hoch. Oh, ist wieder so ein High-Heat-Jump. Oh, das kann aber nichts werden. So. Gib alles! Oh, ja. Ich war übermütig, okay? Ja, ich gebe es zu. Ich war ziemlich übermütig gerade. Ich habe den Ernst der Lage falsch eingeschätzt. Warten wir kurz. Weiter. Los, komm. Wuhu. Yeah, Mann. Killer. Habt ihr das gesehen? So, jetzt. Hopp.
ist ziemlich schnell. Könnte in die Hose gehen jetzt. Und geht's auch. Oh Mann, es wird nichts mehr in diesem Leben. Ich glaube mit Controller... Ach, okay, das war ein Stück zu weit nach vorne. Mit Controller lässt sich das bestimmt viel, viel besser spielen. Über Tastatur jetzt hier. So. Hopp. Okay, darüber. Geronimo! Scharf an der Kante gebremst. Pikachu! Hopp. Also, wenn der jetzt da ist, muss ich ganz schnell sein. Hopp, hopp, hopp. Boah, alter Schwede. Klotz in der Hose. Oh, jetzt wieder zurück. Kann ich das nicht mit Anlauf machen? Wenn er in die Richtung fährt, laufe ich los. Und... Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt! Oh. Okay, und jetzt? Abwärts? Ja. Ha! Pro-Gamer-Mädels. Rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Okay, noch eine Prüfung. Oh mein Gott. Hopp. 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 Warte. Bremsen. Ey, Leute, das ist aber fies jetzt. Jetzt. Und jetzt runterspringen? Einfach runter? Jo. Oh, Leute, das ist ja fies. Bin unten. Ja, da sind ich. The old man's friends actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, said the man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. Okay, Killbot 3000. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me. My own room. Oh. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. Oh. Bam. Bam. Wir stehen auf klassische Musik. Ein Roboter, der auf As if klassische music Musik steht. wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi. Anything anyone wanted to watch I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television, and said, "This is what I meant when I said video games." Boah. Videospiele. I played games at every chance I could. I took on everyone. Endlich. I was unstoppable. Endlich einer, der uns I enjoyed versteht. Music, film, and television. But to me, video games really were the highest art form. Sag es immer wieder, die allerhöchste Form der Kunst. Das Zocken. Okay, Table Tennis. Jetzt spielen wir Table Tennis. Classics. Wir machen. Ach, jetzt sind wir in der Konsole drinne. Und jetzt? Wow, wow, Alter, geil. Nein, wie nice.
Oh mein Gott, ich fühle mich so zurückversetzt in meine Jugend. Ah, scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Ey, das ist unfair, du cheatest. Ja! Nein! Ich habe verloren. Gegen den alten Mann auch noch. Okay. Komm, 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 komm. So nicht, mein Freund. Hey! Das war ein Bug. Eindeutig. Ich verliere schon wieder. Oh. Bin aber auch schlecht. Nein! Weit runter. Nein! Jungs, Jungs, Jungs. Boah. Okay, jetzt gehen wir 100%. Zack. Wir sehen das auch gerade, das waren auch bestimmt die Anfänge von Boris Becker. So hat er das Tennisspielen für sich entdeckt. Und irgendwann kam dann die Steigerung. 6 Sekunden im Kleiderschrank. Teil 2. Vielleicht sollten die Engländer mal in diesen Kleiderschrank reingucken. Vielleicht hat er da seine Kohle versteckt. Die Engländer so verzweifelt suchen. Nein! Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ey, ist ja voll unfair. Komm, mein Freund, es geht um die Wurst. Bam! Vernichtend war das, vernichtend. Ja! Was kommt jetzt? Heather's birthday was a couple of months later. Heathers Geburtstag. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing, it could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. Oh, I enjoyed ein being Pixelhäschen. outside. Although, the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. Oh nein! She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Okay, wir müssen Heather retten, Leute. Einfach runter jetzt. Ah, okay. Einfach runter war jetzt keine gute Entscheidung. Wow, okay, die stürzen ein. Fuck! Wow, lauf! Nein, das war zu kurz.
retten dich. Alter, die ist doch nur die Klippe runtergestürzt. Wie weit fliegt denn die? Nein! Bitte nicht wieder von vorne. Oh, fuck. Oh, fuck. Heldenhafte Tode werden hier gestorben. Heldenhafte Tode. Das ist wie bei Super Mario. Wenn man die Map oder das Level gefühlte 100 Mal gespielt hat, stirbt man nicht mehr. Ja, so sollte man es jetzt nicht machen. Oh, Junge. Ich komme da niemals rüber. Boah, boah, ich habe Klotz in der Hose. Okay, jetzt mit Strom hier, Mädels. Geronimo, habt ihr das gesehen? Hedda, ich bin da. Heather was unconscious, and her leg was broken. So I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Okay, laufen kann ich jetzt nicht mehr. Hedda, wir retten dich. Wir schaffen das. Ein bisschen Strom hält uns nicht auf. Oh, das war ganz knapp, Leute. Ganz, ganz knapp. Ich komme. Da bin ich. An ambulance had arrived by the time I had made it back to the cliff top. The medics made sure Heather was okay, and then took her off to hospital. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for a couple of months. Ein glücklicher Roboter. Und er hat eine neue Freundin gefunden. Jawohl. Wie süß. Voll geil. Oh, sogar in den Nachrichten sind wir, in den Tageszeitungen. Heldenroboter. Once Heather got to know me, we became good friends. We enjoyed the same films and TV. She was also annoyingly good at some of my favorite games. After a while, she became very interested in how I worked. Soon she knew as much about me as the old man did, if not more. Okay. We spent the next couple of months visiting other countries, as when it came to teaching me things, the old man always liked to pick interesting locations. He had explained the basics of mathematics to me at the Great Pyramid of Egypt. Taught me history in the dead of night, surrounded by mysterious giant stones. And even showed me science in action high up in a hot air balloon. This is why I was surprised when the old man took me to a restaurant. It was nice, but it seemed very somber compared to the previous grand locations. He said he just wanted to chat, and this was nice and quiet. Plus it was his favorite place to eat. We talked about life, the universe, Douglas Adams, everything really. When I asked him why were we here, why did we exist, he just smiled and said, life is like a game, just don't expect to be finished anytime soon. When I looked puzzled, he said, well, everyone should have a purpose. So I asked him, what's my purpose? He thought for a bit,
then said, "So you want to be a real boy?" Which just confused me even more. Eventually the old man said, "For now, I want you to help clean things around the house." I must have looked unimpressed, as he then said, "Okay. I want you to clean 1,000,000 things." It didn't sound like the meaning of life. But I suppose you've got to start somewhere. 1.000.000 Dinge aufhören. Der Sinn des Lebens, okay? Jawohl, das war jetzt schon Kapitel 2. Wir machen an der Stelle auch einen Cut mit unserem Angezockt. The next day, the old man said he wanted to... Ah, da, genau, perfekt. Okay, das ist jetzt, wir fangen jetzt schon ins Kapitel 2. Wir machen an der Stelle jetzt auch erstmal einen Cut mit unserem Angezockt. Mich würde echt brennend interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Ehrlich, ich will mal eure Meinung wissen. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, ich hau oben eine Abstimmung rein, sagt ihr Bescheid, dann machen wir daraus ein Let's Play, wir spielen das ganze Ding zusammen durch. Ohne Scheiß, es macht mir jetzt schon tierisch Spaß, das Spiel. Es ist echt klasse. Wie gesagt, das Spiel gibt es im Epic Store gerade gratis. Greift zu, Leute, greift zu, weil ich glaube, das kostet normalerweise, lasst mich lügen, 14 oder 17,99 € Pi mal Daumen. Es ist echt toll von der Aufmachung. Die Story scheint auch richtig nice zu sein. Ich hoffe, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr von diesem Spiel haltet. Das ist das Nonplusultra. Das ist mir ganz wichtig. Und an der Stelle sage ich Tschüss, Mädels, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns beim nächsten Mal.